Hi Leute und willkommen bei Rollefix. Ich bereite mich heute auf eine Tour vor, beziehungsweise das wird ein Wochenendausflug sein, über 500 Kilometer in ein anderes Bundesland. Auch wenn es jetzt keine große Tour ist, sollte man den Roller davor prüfen. Das mache ich heute. Ich mache jetzt keine große Inspektion, sondern prüfe nur die sicherheitsrelevanten Sachen, da die Inspektion die letzte vor ein paar tausend Kilometer schon erfolgt ist. Aber heute prüfe ich erstmal, ob das Öl gewechselt werden muss, weil wenn man etwas länger fährt und das Öl heiß wird, sollte es am besten noch genug Schmiereigenschaften mitbringen, dass der Motor keinen Schaden nimmt. Dann prüfe ich natürlich den Stand der Kühlflüssigkeit, genau aus demselben Grund. Wenn der Roller lange belastet wird und heiß läuft, muss er auch vernünftig gekühlt werden. Ich wechsle die Bremsflüssigkeit bzw. entlüfte die Bremsflüssigkeit. Ich weiß, man fährt ja so eine Tour nicht um zu bremsen, sondern um zu fahren, aber man weiß ja nie, deswegen sollte das lieber gemacht werden. Dann prüfe ich den Reifenzustand und Reifendruck, den Zustand der Bremsbeläge und die Beleuchtung. Wenn man jetzt eine sehr lange Tour macht, über mehrere tausend Kilometer, dann sollte man natürlich viel mehr machen. Zum Beispiel Riemen prüfen, den Zustand des Riemens. Das werde ich heute nicht machen, weil ich erstens den Riemen auch schon vor ein paar tausend Kilometern gewechselt habe und das ist ein guter Riemen. Außerdem nehme ich einen Ersatzriemen mit und das entsprechende Werkzeug, um das zu wechseln. Und generell, was ich noch in die Tour mitnehme an Werkzeug, das zeige ich gleich auch noch. So, ich fange jetzt mit dem Öl an. Ich schaue erstmal, ob das überhaupt gewechselt werden muss. Der Roller ist warm gefahren, stand jetzt circa 20 Minuten, halbe Stunde, sodass das Öl auch abfließen konnte. Okay, die Farbe ist jetzt noch nicht schwarz. Vom Zustand her muss es nicht gewechselt werden. Und der Streifen, ich weiß nicht, ob man sieht, ist ja fast bis zur Mitte feucht. Das ist ein guter Ölstand. Dann geht es hier auf der rechten Seite weiter mit der Kühlflüssigkeit. Das ist hier der Kühlflüssigkeitsbehälter. Da ist jetzt eine gelbe Kühlflüssigkeit drin. Kann man vielleicht sehen. Die Kühlflüssigkeit soll hier zwischen den beiden Markierungen maximal und minimal sein. Wenn man so leicht dran wackelt, sieht man, es ist ein kleines Stück noch vom Minimum entfernt. Und für 500 Kilometer reicht es, aber spätestens bei der nächsten Inspektion sollte man das hier nachfüllen bzw. wechseln. Ich würde das eigentlich jetzt spontan nachfüllen. Die Kühlflüssigkeit, die ich aber habe, ist blau und ich habe gerade gelesen, dass man Kühlflüssigkeiten mit unterschiedlichen Farben nicht mischen soll, da sich Schaum bilden kann, was zu Motorschäden führen kann. Ansonsten müsste ich die Kühlflüssigkeit komplett wechseln, das heißt die ganze Flüssigkeit ablassen, neue Flüssigkeit einfüllen und das ist mir jetzt vor so einer kleinen Tour nicht die Zeit wert. Wenn ich aber Zeit habe, dann werde ich vor der morgigen Tour noch die richtige Kühlflüssigkeit, die auch im Handbuch steht, nachkaufen und nachfüllen. Aber mit diesem Flüssigkeitsstand, der eher noch über dem Minimum ist, kann man noch fahren. Als nächstes ist die Bremsflüssigkeit dran. Auf beiden Seiten, es ist vorne und hinten Scheibenbremse, deswegen muss auch auf beiden Seiten entlüftet bzw. die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Der letzte Wechsel der Bremsflüssigkeit war bei mir vor ungefähr 4000 Kilometern. Deswegen werde ich die jetzt nicht komplett wechseln, sondern nur entlüften. Ich habe hier schon so einen Auffangbehälter hingestellt. Hier kommt ein Schlauch drüber. Ich würde empfehlen, außerdem, da die Bremsflüssigkeit sehr ätzend ist, das Ganze mit einem Tuch oder was auch immer auszulegen, damit möglichst wenig, falls was ausläuft oder falls was daneben geht, möglichst wenig bzw. gar nichts auf die Plastikverkleidung geht. Denn dann kann der Lack abgehen.
Ich weiß, unter einigen Videos von mir hat jemand geschrieben, das stimmt so gar nicht und die Bremsflüssigkeit ist gar nicht ätzend. Ja. Dann würde ich mich lieber besser informieren, denn sie ist tatsächlich sehr ätzend. Also Lack greift sie an, Kunststoff greift sie an. Kunststoff kann spröde werden, abbrechen, Lack kann abgehen. Hier gefällt mir die Farbe nicht. Die sollte klar sein, so wie Sonnenblumenöl. Das heißt, ich werde die Bremsflüssigkeit jetzt komplett wechseln. Wo habe ich die hier? So, keine Werbung. Das ist die richtige Farbe der Bremsflüssigkeit. Und so soll sie jetzt nicht aussehen. Wichtig ist aber, selbst wenn man die Bremsflüssigkeit komplett wechselt, sollte hier diese Öffnung da nie Luft schlucken. Das heißt, also dieses Loch muss immer von der Bremsflüssigkeit bedeckt sein. Ich habe bereits ein Video dazu, wie man Bremsflüssigkeit wechselt. Etwas ausführlicher als hier. Wer sich das anschauen möchte, ist herzlich eingeladen. Aber ich kann auch jetzt einmal kommentieren. Ich halte oben den Bremshebel gedrückt und bei gedrücktem Bremshebel löse ich hier die Schraube und mache sie wieder zu und erst dann lasse ich den Bremshebel los. Das wiederhole ich. Nochmal Bremshebel drücken, Schraube lösen. Wenn der Bremshebel ganz durchgedrückt ist, Schraube wieder zumachen. So ist garantiert, dass da keine Luft reinkommt. Und das mache ich jetzt wiederholt. Zwischendurch Schraube zumachen, Bremshebel lösen und nachkontrollieren, wie der Stand ist. Und dann, bevor hier Luft reinkommt, nachfüllen. Und dasselbe machen wir auch hinten gleich, bis die Kühlflüssigkeit sowohl unten im Schlauch als auch hier so klar ist. Keine Blasen mehr rauskommen. Vor dem Zumachen des Behälters schaue ich hier, dass die Kühlflüssigkeit, dass die Bremsflüssigkeit die Markierung erreicht. Hier auf beiden Seiten, wenn der Lenker gerade ist. Da bis zu dieser Markierung. Außerdem, was ich vergessen habe zu sagen, würde ich empfehlen, mit Handschuhen zu arbeiten. Also bitte nicht nachmachen, so wie ich Idiot jetzt ohne Handschuhe hier zu hantieren. Ich werde mir aber gleich sofort die Finger waschen, nämlich ich Handschuhe vergessen und den Behälter schon aufgemacht. Kann sehr gut sein, dass beim Zumachen des Behälters hier etwas Flüssigkeit austritt. Die sollte man nach Möglichkeit sofort wegwischen. Für die, die sagen, die Bremsflüssigkeit ist nicht ätzend. Hier. Kurze Zeit drauf gelassen. Der Lack ist ab. Deswegen ganz wichtig zu sehen, dass hier nichts irgendwo hin tropft. So, und dann mache ich dasselbe jetzt für die Hinterradbremse. Hier auf der linken Seite. Das filme ich jetzt nicht. Habt ihr jetzt gesehen, wie das geht? Ah ja, noch was, ganz wichtig. Nach dem Wechsel der Flüssigkeit, bevor ihr den Behälter zumacht, ein paar Mal den Bremshebel betätigen, sodass der Druck wieder aufgebaut ist. Und erst dann zumachen. Als nächstes schaue ich mir den allgemeinen Zustand der Reifen an. Das heißt, da sollen hier keine Risse sein. Weder hier auf der Seite noch hier. Keine Splitter, Schrauben oder sonst was. Manchmal passiert es, dass man auf einen Stein, eine Glasscherbe oder so drauf fährt und einfach ein Teil ausgerissen wird. Das soll auch hier nicht sein.
Aber ich fahre damit eigentlich jeden Tag und weiß, dass der Reifen keine Luft verliert. Ich schaue auch hin und wieder den Reifenzustand nach. Sieht aber gut aus. So, jetzt haben wir, glaube ich, mindestens eine Umdrehung gemacht. Dann schauen wir uns den Reifendruck an. Vorgeschrieben sind hinten 2 Bar, vorne 1,75. Da ich aber mit einem Sozius fahre und der Roller mit einem riesen Topcase auch schon ziemlich gut beladen wird, werde ich zu sehen, dass hier hinten 2,3 Bar oder 2,4 Bar drauf sind. Jetzt momentan bin ich allein gefahren, da waren jetzt 2 Bar drauf. Den werde ich aber noch etwas nachpumpen. Und dasselbe mache ich auch. Ich schaue hier auch wieder erst nach dem allgemeinen Zustand. Dass hier keine Fremdkörper drin sind. Ja, und das sieht gut aus. Und dann schauen wir auch hier nach dem Reifendruck. Hier sind jetzt 1,93. Genau, vorne werde ich 2 Bar machen. Vorgeschrieben sind 1,75 bis 1,85. Aber ich werde vorne 2 Bar machen und hinten 2,4 ungefähr. So, dann schauen wir uns die Bremsbeläge an. Das sind hier die Teile. Warte. Da wo die 3 Streifen sind, 1, 2, 3. Wenn die Streifen zu sehen sind, dann kann man mit den Bremsbelägen noch fahren. Das ist nämlich der Indikator dafür. So, und die sind halt auf beiden zu sehen. Von beiden Seiten der Bremsscheibe. Das ist einmal vorne. Und hinten, ja. Und hinten sieht man hier gar nichts. Ja, ich glaube, hinten werde ich jetzt abmontieren müssen. Das ist natürlich nicht optimal. Generell würde ich empfehlen, wenn man sich nicht sehr gut auskennt, selbst nichts an der Bremse zu machen, sondern lieber in einer Fachwerkstatt. Da kann man nämlich viele Fehler machen. Und von der Bremse hängt natürlich unser Leben ab. So. Hier gibt es keine Indikatorstreifen, aber man sieht, das Blaue ist das Metall, alles andere hier nach innen sind die Belege. Da ist noch gut was drauf. So, und zum Schluss prüfe ich die Beleuchtung. Hier bei dem Roller mit LED reicht es, die Zündung anzumachen. Da muss man nicht den Motor anmachen. Blinker links. Läuft. Rechts. Läuft auch. Bremslicht. Links. Bremslicht rechts. Das Rücklicht funktioniert, sieht man auch so. Die Hupe werde ich jetzt nicht betätigen, das würden die Nachbarn nicht mögen. Aber die funktioniert, ich bin heute noch damit gefahren und fleißig gehupt. So viel zu der Kontrolle. Das reicht erstmal für so eine kleine Tour. Dann kommen wir dazu, was ich alles mitnehme. Hier habe ich erstmal alles auf dem Haufen liegen, was ich
in den letzten Monaten generell gebraucht habe für Inspektion, für alle Reparaturen und so weiter. Und das sortiere ich jetzt raus, was ich auf jeden Fall auf diese Tour mitnehmen werde. Natürlich eine Weste, ein Lappen, kann man ja vielleicht zwischendurch in die Waschanlage fahren. Das ist jetzt aber kein Muss, nimmt aber auch nicht zu viel Platz weg, wenn man das vor allem einrollt. Worauf ich nicht verzichten kann, ist eine Toolbox. Die hat schon viele Jahre und viele Roller mit mir gesehen. Da ist eigentlich so gut wie, jetzt nicht ganz alles, aber sehr vieles, was man mit der Toolbox machen kann. Von Schraubenziehern, komplette Verkleidung abmachen, Sitzfach abmontieren, an die Variomatik kommen, an die Lichtmaschine, Auspuff abmontieren, drauf montieren, Bremse, Bremsbeläge, Flüssigkeit, die ganzen Wechsel der Flüssigkeiten, außer Motoröl. Dafür braucht man anderes Werkzeug. Das meiste kann man hiermit schon machen. Das kommt auf jeden Fall mit. Bedienungsanleitung nehme ich auch mal mit. So. Zündkerzenschlüssel. Eine Zündkerze habe ich gerade nicht da. Nehme ich auch nicht mit. Die habe ich vor 4000 Kilometern gewechselt. Und sonst kriegt man auch fast überall eine Zündkerze. Aber einen Zündkerzenschlüssel nehme ich mit. Kompakter. Dann eine große Ratsche für die Räder. Vorne kann man das Rad montieren, falls man, was ich nicht hoffe, den Reifen wechseln muss. Dann kann man damit das Vorderrad abmontieren. Außerdem kann man damit die Variomatik abmontieren, um den Riemen zu wechseln. Und dann kommen wir auch schon zu dem Riemen. Es kann ja sein, dass er reißt, deswegen ein Ersatzriemen ist da. An die Variomatik, das heißt hier an den Deckel, den hier kann man mit diesem Toolbox hier abmontieren. Die Variomatik selbst, da brauche ich einen 17er Stecknuss für und ein Blockierwerkzeug, damit sich die Variomatik beim Lösen nicht dreht. Normalerweise mache ich das mit dem Schlagschrauber. Da ich jetzt aber unterwegs sein werde, will ich nicht unbedingt die Batterie leer saugen mit einem Schlagschrauber, deswegen nehme ich nur ein Werkzeug, was keinen Strom braucht. So schone ich die Batterie. Bei diesem Roller ist nämlich alles von der Batterie gesteuert, Einspritzung, die ganze Elektronik. Ist die Batterie tot, ist der Roller tot, und das möchte ich nicht. Dann habe ich hier zwei einstellbare Schraubenschlüssel. Die passen aber nicht überall, deswegen außerdem so Mautschlüssel, alle von 8 bis 14, alle Größen. Dann ein 14er Stecknuss, das ist eine der häufigsten hier auf meinem Roller. Stecknuss, die 17er ist ja schon drauf. Hier, bei mir sind 14 und 17 fast überall verbaut, zum Glück. Hier verschiedene Adaptoren, von große Ratsche auf mittlere, das ist nämlich die hier, große, mittlere, und die kleine ist da, je nachdem wo man drankommen muss und wie viel Kraft man aufwenden muss, und genauso von klein hier auf groß. Das nimmt ja alles nicht viel Platz ein, aber damit kann man schon eine Menge machen. Hier ein paar Kabelbinder, eine Verlängerung für die große, dann natürlich was zum Reifendruck messen, einen schmalen Schraubenzieher, Holzschlitz, einige Verkleidungsteile, an die ich rankommen muss. Da kommt der Schraubenzieher aus dem Toolbox nicht ran, weil der ein Ticken zu dick ist. Deswegen ist der kleine auch mal mit. Die Fühlerlehre. Ich denke jetzt nicht, dass die Ventile sich verstellen innerhalb der nächsten 500 Kilometer, weil ich die vor
ein paar tausend Kilometer schon eingestellt habe. Aber die nimmt nicht viel Platz ein, die nehme ich auch mit. Bei einem Roller, wo alles über die Elektronik läuft, darf natürlich ein Multimeter nicht fehlen. Damit kann man Kabelbrüche feststellen, Batterie messen und vieles andere. Dann so eine Zange. Einen Hammer werde ich jetzt nicht brauchen, falls ich irgendwo hämmern muss unterwegs, was ich nicht hoffe. Kann ich hier das Teil verwenden als Notlösung. Soll jetzt aber nicht zu viel Platz nehmen. Das werde ich jetzt, denke ich, auch nicht brauchen. Reifen werde ich selbst wahrscheinlich auch nicht wechseln. Beziehungsweise hoffe ich sehr. Wenn ich schon keine Ersatzreifen dabei habe, werde ich wahrscheinlich welche in der Werkstatt kaufen. Dann kann die da für 10 Euro wechseln. Hier die ganzen Schraubenzieher. Ah ja, doch. Eine kleine Schlitzschraubenzieher nehme ich auch mit. Der ist auch schmal. Einen großen brauche ich nicht. So eine Zange habe ich schon. Die ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Die kleinen Schraubenzieher. Also das braucht man zwischendurch tatsächlich. Auch das, wenn, was ich vor allem bei alten Rollern sehe, wenn eine Schraube komplett festgerostet ist und der Schraubenkopf komplett vergeigt ist, dann kann man manchmal so einen Schlitz reinsägen und dann mit einem Schlitzschraubenzieher lösen. Was natürlich mitkommt noch ist Motoröl. Und das ist ein Witz natürlich, nehme ich aber mit. Das ist die Kinderkrankheit dieses Rollers. Magnetschalter. Wer den Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich den schon, glaube ich, 4-mal gewechselt habe. Liegt immer daran, wenn die Batterie leer wird, beziehungsweise schwach wird, dass der Magnetschalter, keine Ahnung, was einen Kurzschluss kriegt, aber er kurbelt auf jeden Fall, ob die Zündung an oder aus ist. Kurbelt er einfach vor sich hin, dann muss man die Batterie trennen und neuen Schalter einbauen. Deswegen nehme ich den für den Fall der Fälle mit. So, und das ist jetzt ungefähr das Volumen aller Dinge, die ich mitnehme. Ich denke, die passen sogar in das Helmfach. Ja, das könnte sogar passen. Ja. Den habe ich bei meiner Frau gelernt. Wenn man Sachen rollt, passen die besser rein. Und ja, natürlich werden wir 2 Stück mitnehmen. Hier habe ich erstmal nur eine liegen. Aber wir werden jetzt zu zweit fahren, also haben eine zweite auch dazu. Yippie! Hat gepasst. Es geht zu. Ja, das kommt dran. Ja, dann sind wir fertig. Ich habe noch ein Windschutzschild, beziehungsweise Windscheibe, Windshield. Die werde ich nicht draufsetzen. Es soll jetzt die paar Tage nicht regnen und wir werden unwahrscheinlich über die Autobahn fahren. Bei den heißen Temperaturen, die jetzt kommen, also 25 Grad ungefähr, ist es schön, wenn man ein bisschen Gegenwind bekommt. Dann kommt hier ein riesen Topcase hin und dann kann es auch schon losgehen. Gibt es irgendwas, was ihr auf die Tour mitnehmt, was ich jetzt nicht mitgenommen habe? Und gibt es irgendwas, was ihr noch prüft, bevor ihr losfahrt? Hinterlasst gerne einen Kommentar dazu unter dem Video. Ja, das war es erstmal zu der Vorbereitung. Wenn ihr die Tour nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal, kostenlos natürlich. Über einen Daumen nach oben für dieses Video würde ich mich auch sehr freuen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.